Ich wollte eigentlich diese Tankstelle nicht kaufen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir befinden uns jetzt hier auf einem kleinen Campingplatz La Croix d'Arles, kurz hinter Langres, direkt an der D974 gelegen. Ja, ich würde sagen, ist mehr so ein Durchreisecampingplatz. Wir haben durchaus hier auch kleine Chalets, also für Dauercamper, aber die Straße, man hört sie doch etwas, im hinteren Bereich des Campings nicht mehr. Aber das Sanitärgebäude im hinteren Teil ist noch geschlossen, deswegen stehen wir jetzt also hier weiter vorne. Die Nacht war recht ruhig. Ja, wie ihr seht, bereiten wir uns gerade hier auf eine kleine Fahrradtour vor. Wir wollen, wir wollen einfach mal nach Langres rein. Soll eine sehr schöne Stadt mit einer interessanten Stadtmauer sein und die schauen wir uns heute an. Also, bis dahin. Nochmal kurz zum Campingplatz. Also die Stellplätze selbst sind recht großzügig bemessen. Ganz hinten sieht man die Rezeption. Hier vorne gerade nochmal so ein Stromverteilungskasten. Davon gibt es nicht so viele auf dem Platz, also man braucht schon ein langes Kabel, wenn man Strom haben möchte. So, dann haben wir hier vorne dann das Sanitärgebäude. Es sieht also schon recht einfach aus, ist es auch, ist sehr sauber, aber ich sag mal, die Toiletten ohne Deckel, das ist jetzt nichts so für mich. Da nutzt man doch gerne selbst das eigene Immobil. Ja, jetzt sind wir in Langres und ich stehe seitlich der riesigen Kathedrale, die ihren Ursprung irgendwo 1230 wohl hat, mit einem sehr schön eingedeckten Dach. Also diese bunten Ziegel sehen klasse aus. Die Türme sind zum Teil eingerüstet. Ich gehe mal eben nach vorne. Ja, hier stehe ich vor der Front dieser Kathedrale, die auch diese oben flach endenden Türme hat, so ähnlich wie Notre Dame. Also bei diesen alten Kathedralen muss ich immer an das Buch Die Säulen der Erde von Ken Follett denken. Einfach majestätisch. Hier in der kleinen Seitenkapelle, wo auch vermutlich das Taufbecken steht, liegen wunderschön glasierte Fliesen auf dem Boden. Und auch die Decke ist in dem Fall sehr kunstvoll gestaltet. Der Altarraum befindet sich hier im Querschiff.
Wunderschöne Glaskunst übrigens hier. Mal ein bisschen schwer zu filmen gegen das Licht. Und hier haben wir noch die Gebeine vom heiligen Sant Aurel, den ich wohl nicht kenne. Der ist schon länger tot. Also viele kleine Seitenkapellen noch da dran. Ja, und Gitta hat sich derweil ein sonniges Plätzchen hier im kleinen Park vor der Kirche ausgesucht. In der Kirche ist es eiskalt. Ja. So kalt. Also viele alte, stilvolle Jugendstilfassaden hier in Langres. Ja, savoir vivre, würde ich sagen. Guten Morgen zusammen. Hallo? Ja, heute machen wir mal eine Fahrradtour ins Blaue hinein, einfach ohne Route. Wir schauen einfach mal, Wo wir ankommen. wo man hier so fahren kann, weil Fahrradweg technisch ist Frankreich, glaube ich, noch nicht so aufgerüstet wie bei uns der Niederrhein. Also wir sehen erstmal, wo es lang geht. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ja, wir fahren hier am Canal de la Mar Saron entlang. Wir sind hier bei Schleuse Nummer 6. Wie man sieht, ist Schleuse Nummer 5 und Schleuse Nummer 7 400-500 Meter entfernt. Also der Kanal hat hier wohl ein unheimliches Gefälle. Es ist so ähnlich wie auf den Landstraßen, alle 500 Meter ein Kreisverkehr. Ja, ob man das Gefälle hier erkennen kann, weiß ich jetzt nicht, aber es geht hier am Schleusentor doch schon einige Meter runter.
Also, und so geht das den ganzen Kanal entlang. Echt Wahnsinn. Ja, hier haben wir gerade zufällig eine Schleusenkammer, die leer ist. Also da sieht man auch schon, dass das Gefälle wirklich ganz schön stark ist. Ja, hier stehen noch die alten Schleusenwärterhäuschen, die heute nicht mehr besetzt sind. Wahrscheinlich läuft das hier automatisch oder im Selbstbetrieb. Wir sind hier am Lac de Villejusin, einem Stausee. Und hier läuft das Wasser praktisch über und kommt dann da unten wieder raus und fließt in den Bach. Dann so nach so und so viel Kilometern bergauf muss man selbst mit Motor, und wenn man die Ambition hat, natürlich nie die stärkste Stufe einzustellen, muss man auch mal eine Pause machen. Und wenn am Straßenrand ist. Ja, guten Morgen. Hallo. Heute verabschieden wir uns hier aus der Gegend um Langres. Ja, wir müssen sagen, Langres ist ein sehr schönes Städtchen. Wir haben da uns einen netten Tag verbracht und haben ein bisschen die Geschäfte geguckt. Die Preise, das Niveau ist natürlich höher als in Deutschland, aber so Freundlichkeit, Zuvorkommenheit und dieses Menschengewimmel hat auch mal ganz gut getan. Ja, wir haben hier 2 kleine Fahrradtouren gemacht. Fahrradwege sind in Frankreich eher Mangelware. Gestern hatten wir eine sehr schöne Tour, circa 40 Kilometer, allerdings sehr anstrengend. Ja, ohne E-Bike bzw. Pedelec würde ich hier gar nicht antreten. Nee. Und wenn ich dann 40 Kilometer durch die Gegend radel und nicht ein Café oder ein Restaurant auf einem Sonntag finde, bei strahlendem Sonnenschein, was geöffnet hat, dann ist das ein bisschen deprimierend. Und mein Fazit, daraufhin haben die Franzosen das Picknick erfunden. Genau, überall wo Bänke waren, an irgendeinem kleinen Ort standen auch oft Bänke, so Sitzgruppen, und da waren immer Franzosen anzutreffen, die mit allem, mit Weinflaschen, Gläsern, alle möglichen Speisen dabei. Ja, ich fand es auch schade, dass da so wenig Einkehrmöglichkeiten waren. Das kennen wir vom Niederrhein ganz anders. In jedem Dörfchen gibt es irgendwie ein Bauerncafé oder irgendwas anderes. Natürlich die Fahrradwege, wir sind sehr verwöhnt am Niederrhein mit Fahrradwegen. Und trotzdem fand ich es hier sehr schön. Wie gesagt, ohne E-Bike hätte ich auch gestreikt. Es ging mehrere Kilometer im Grunde genommen immer bergauf. Und oben angekommen haben wir erstmal eine Pause gebraucht. Naja, das seht ihr ja, habt ihr ja in dem Film gesehen. Ja, jetzt fahren wir weiter Richtung Lyon, also Richtung Süden, Lyon, Vichy, da in der Ecke wollen wir dann die nächste Station machen. Und wir sind gespannt, was uns da erwartet. Wir müssen auch noch zu einer Werkstatt. Unser Wasserkran macht immer noch Probleme. Da wollen wir mal schauen, ob uns da geholfen werden kann. Also bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, wir haben jetzt hier an diesem kleinen Café mal eine Rast eingelegt. Einen schönen Café au lait getrunken. Warum das jetzt Café de la Côte, also irgendwas mit Küste heißt, keine Ahnung, weil wir sind ja hier zwar nicht in den Bergen, aber doch schon ziemlich hoch gelegen. Ja, dann will ich als erstes mal eben die Stühlchen rausstellen, wie sich das gehört. Bonjour.
sind jetzt hier auf dem Camping Mont Batou angekommen. Kleiner Campingplatz, aber sehr schöne Lage in den Bergen. Hier rechts haben wir die Rezeption. Bar und Restaurant. Ich denke mal, alles noch geschlossen. Hier geht es ja erst Ostern so richtig los. Außer uns sehe ich auch nur ein weiteres Wohnmobil. Ja, wir stehen da vorne auf Platz Nummer 1, wie sich das gehört, mit einer wunderschönen Aussicht über das Tal. Leider ein bisschen diesig, aber ich glaube, man wird noch was erkennen können. Wir gucken mal über den Zaun. Jo. Ja, guten Morgen zusammen. Hallo? Ja, wir starten jetzt zu einer kleinen Wanderung. Was auch immer klein heißt bei Ralf. Keine Ahnung, die habe ich von der Komoot-App wieder. Wollen wir einfach mal sehen, beziehungsweise, wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Bin mal gespannt. Ja, wir verlassen jetzt hier den Campingplatz und gehen dann einfach mal hier dem Weg entlang Richtung Berg.
Ja, jetzt sind wir auf dem Gipfel des Chignor angekommen, 1074 Meter. War konditionell doch wieder ein bisschen anstrengend. Ja, leider ist die Sicht jetzt nicht so optimal. Ansonsten könnte man jetzt im Hintergrund die Vulkankegel der Cevennen erkennen. Aber so weit geht der Blick heute nicht. Heute geht der Blick nur bis Gitta. Ja, wir sind hier in der Auvergne, immer noch auf einem kleinen Campingplatz. Ich vergesse immer den Namen, Camping Le Mont Patou. Den hatten wir uns aus der Axi-App rausgesucht, weil er einer der wenigen ist, die auch jetzt schon geöffnet hat. Die meisten machen erst so ab dem 1.4. oder 15.4. oder erst im Mai los. Und wir wollten das schöne Wetter hier in Frankreich nutzen und noch ein bisschen wandern. Und das haben wir heute auch getan. Und ob. Die Wanderung war sehr schön. Es ging auf einen Gipfel rauf, durch den schönen Wald. Die Wege waren wirklich so urig, wie wir es lieben. Nicht so breite Wege, mal ziemlich steinig, dann auch wieder matschig. Ja, und eben. Aus einem Weg hat sich dann ein kleiner Bach entwickelt. Aber wir haben Gott sei Dank die Stöcke mitgenommen. Das war mir auch wichtig, weil ich dachte, okay, das geht auf jeden Fall auf den Gipfel rauf und da kann so ein Stöckepaar wirklich hilfreich sein. Einmal um raufzukommen, das entlastet schon, aber beim Runtergehen war es wirklich auch sehr, sehr hilfreich, denn teilweise waren die Wege auch so voller Blätterhaufen, dass man gar nicht sehen konnte, was da drunter war. Und durch die Stöcke hat man doch mehr Halt gehabt. Jo. Auf jeden Fall der Aufstieg zum kleinen Gipfel hat sich gelohnt. Ja. Auf 1074 Meter hatte man eine super 360 Grad Rundumsicht. Allerdings war ein bisschen diesig. Ja, es hätte schöner sein können. Ja, trotzdem. Ja, jetzt zum Camping noch mal ganz kurz. Ja, die Leute hier sind sehr freundlich, also die Besitzer sprechen allerdings keine Fremdsprache. Nur Französisch und gut, ziemlich schnell. Ich meine, sind ja nun Franzosen, aber ja, eine Fremdsprache wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich einen Campingplatz betreibe. Ja, wir waren jetzt natürlich auch von Luxemburg verwöhnt, da haben wir auch wenig Französisch trainiert. Also ich kann ja noch ein bisschen Französisch, ich habe die Alltagssituationen bewältigen können. Also so ein bisschen Brot bestellen und fragen, ob ein Platz frei ist und so weiter und ob das Wasser funktioniert. Mit Händen und Füßen und Google Translator kommt man natürlich immer weiter, genau. Ansonsten die Sanitäranlagen hier relativ neu, würde ich sagen, auch sehr, sehr sauber, sind zum Teil auch noch geschlossen. Also man hatte jetzt 2 Duschen, 2 Toiletten so ungefähr auf, weil auch nicht mehr als 2 Fahrzeuge hier waren. Aber alles vorzüglich. Ja, man steht hier schön. Wir standen jetzt hier in der ersten Reihe und konnten direkt so aufs Tal blicken. Das war ganz schön. Gestern Abend war es allerdings sehr windig. Da hat es ein bisschen gerappelt am Wagen, aber das kennt man ja. Aber alles in allem, mit kleinen Einschränkungen, fanden wir es hier ganz gut. Für diese Zwecke, wie wir es brauchten. Wir wollten ja eigentlich nur eben die Wanderung machen und nochmal einen Zwischenstopp. Weil jeden Tag 7-8 Stunden fahren, das kommt für uns nicht in Frage. Genau. Ja, der Campingplatz, wie gesagt, in der Auvergne auf der Höhe von Clermont-Ferrand und Lyon, so ziemlich in der Mitte. Und morgen geht es dann weiter. Wir müssen dann nochmal einen technischen Zwischenstopp einlegen. Da geht es nach Föhr. Und da wird es vielleicht nicht viel zu berichten geben, aber wir melden uns und halten euch auf dem Laufenden. Bis dahin. Der Wasserhahn, der tropft leider noch und ist ein bisschen undicht. Okay. Aber das werden wir auch noch wieder bewältigen. Genau.
Also, Auf Wiedersehen. ciao, ciao. Man sieht sich.